Augenskandal, Millionen betroffen. Ich muss mal was loswerden, was mich seit Jahren umtreibt. Wir leben in einer Welt, da wird über jeden Mist berichtet. Wer das neueste IT-Girl ist, welcher Fußballer sich den Zeh verstaucht hat, wie das Wetter in 2 Wochen am Dienstag um 14 Uhr wird. Schlagzeilen über Schlagzeilen, Sondersendungen, Podcasts ohne Ende. Aber wenn es um eines unserer kostbarsten Güter geht, das, was uns die Welt in aller Pracht, in ihren Farben und Details zeigt, unseren kostbaren Augen, dann herrscht oft betretenes Schweigen. Oder noch schlimmer, gefährliches Halbwissen. Ist das nicht verrückt? Wir machen uns Sorgen um unser Auto, unser Handy, unser nächstes Urlaubsselfie. Aber die Gesundheit unserer Augen, unsere kostbaren Augen, die uns all das überhaupt erst erleben lassen. Ach, wird schon nichts passieren. Oder dafür ist der Augenarzt zuständig, irgendwann mal. Ich erlebe das ständig. Wenn Leute erfahren, dass ich seit über 34 Jahren diplomierter Augenoptikermeister, Optometrist bin, kommen plötzlich die Fragen: Du, sag mal, ich sehe nachts so schlecht. Oder wie: Ist das normal, wenn gerade Linien komisch aussehen? Oder: Meine Oma hatte doch da was an den Augen. Da merkst du, die Leute haben Fragen, Sorgen, aber kaum verlässliche Antworten. Es gibt eine riesige Wissenslücke und das ist brandgefährlich. Denn während wir uns von Banalitäten ablenken lassen, schleicht sich bei Millionen von Menschen eine Krankheit an, die ihnen das Augenlicht stehlen kann. Die Makuladegeneration, kurz MD genannt. Ein stiller Dieb, über den viel zu wenig gesprochen wird. Die harten Zahlen und Fakten, der Weckruf. Okay, jetzt mal Klartext. Keine Panikmache, sondern Fakten, die auch dich wachrütteln sollten. Millionen Betroffene, allein im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, leiden nach Schätzungen führender Gesundheitsorganisationen zwischen 5 und 7 Millionen Menschen an einer Form der altersbedingten Makuladegeneration, kurz AMD genannt. Tendenz steigend, weil wir immer älter werden. Hauptursache für schwere Sehbehinderung. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO ist in den Industrieländern die AMD, also die altersbedingte Makuladegeneration, die häufigste Ursache für eine schwere Sehbehinderung bis hin zur Erblindung bei Menschen über 50. Nein, das ist kein kleines Zipperlein. Das ist die Nummer 1, nicht nur im Alter. Ja, das Risiko steigt mit dem Alter ab ca. 50, 60 Jahren deutlich. Aber denkt dran, wie wir noch in einem folgenden Video sehen werden, die Gene, Rauchen, Ernährung spielen eine riesengroße Rolle. Du kannst auch jünger betroffen sein oder dein Risiko durch deinen Lebensstil massiv erhöhen oder aber reduzieren, trocken oder feucht. Etwa 80 bis 90% der Betroffenen haben die trockene Form der Makuladegeneration. Die entwickelt sich langsam, schleichend. Aber aus ihr kann sich die aggressive, feuchte Form entwickeln, ca. 10 bis 20% der Fälle. Und jetzt kommt das Wichtige, was viele nicht wissen, weil es niemand ihnen gesagt hat. Die feuchte Makuladegeneration kann innerhalb von Wochen oder Monaten zu massiven Sehverlusten führen, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Was geht verloren? Makuladegeneration zerstört das zentrale Sehen. Das heißt, Gesichter erkennen, lesen, Autofahren, Details sehen. All das wird schwierig bis unmöglich. Der Rest drumherum bleibt oft erhalten. Aber stell dir vor, du kannst die Menschen, die du liebst, nicht mehr richtig anschauen. Du siehst ihr Gesicht nicht, du siehst ihre Emotionen nicht. Die trügerische Langsamkeit. Weil die trockene Makuladegeneration oft langsam beginnt, wiegen sich viele in falscher Sicherheit. Ach, ist er nur ein bisschen schlechter geworden. Aber nein, das ist die Zeit, in der man handeln und Gegensteuer geben könnte. Wissen ist Macht und Schutz. Studien zeigen, Aufklärung über Risikofaktoren und die Wichtigkeit von regelmäßigen Netzhautkontrollen, nicht nur Sehtests, können helfen, das Risiko zu senken und vor allem die feuchte Form der Makuladegeneration frühzeitig zu erkennen. Und bei der feuchten Form der Makuladegeneration ist Früherkennung der Schlüssel für eine mögliche Behandlung.
Aktuelle medizinische Studien betonen einstimmig die entscheidende Rolle der Früherkennung. Warum ich das hier mache? Ich bin Edi Baldinger, seit über 34 Jahren diplomierter Augenoptikermeister, Optometrist, Gründer von Swiss Eye Care Center, Erfinder und Entwickler der Relax-Brille und Zeiss Vision-Experte. Ich sehe diese Zahlen nicht nur auf dem Papier, ich sehe die Menschen dahinter, die Verunsicherung, die Angst, aber auch die Erleichterung, wenn man ihnen helfen kann, sei es durch Aufklärung, Vorsorge oder die richtigen Sehhilfen. Kürzlich sprach ich mit einer Kundin darüber. Sie sagte, gutes Sehen sei ihr sehr, sehr wichtig. Sie können sich ein Leben ohne gutes Sehen gar nicht vorstellen. Meine Mission war schon immer beste Augengesundheit und beste Sehlösungen. Und deshalb habe ich immer geschaut, dass wir die bestmöglichen Geräte haben, um für die, die das schätzen und das gerne auch haben wollen, auch die beste Qualität anbieten zu können. Nun, warum ist das so ein wichtiges Anliegen von mir? Ich hatte schon früh gesehen und erlebt, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, man habe ihnen gesagt, man könne nichts mehr verbessern. Und wir haben dann eine Sehlösung gefunden, wo sie 10, 20, 30% besser sehen konnten. Und ja, das ist ja eine wichtige Verbesserung der Lebensqualität, vor allem wenn jemand nur noch eine geringe Sehleistung hat. Und das war mir immer ein Herzensanliegen, dass wir das für jeden einzelnen Kunden das Bestmögliche erreichen können. Obwohl mir die früheren Optiker immer wieder versichert haben, dass sie alles gemacht haben und dass es so ist und dass halt das mein Problem mit meinen Augen wäre, habe ich bei Baldinger Optik erleben dürfen, dass es doch anders geht, dass es besser geht. Dafür haben wir auch die besten Zeiss-Geräte und können mit diesen auch die besten Gläser machen. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht. Das kommt auch in der Playlist über Gleitsichtbrillenexperte von mir zum Ausdruck. Auch mit dem Thema Augenvorsorge und Screening-Tests beschäftigen wir uns schon seit Jahren. Screening-Tests sind vereinfacht gesagt Vorsorgeuntersuchungen, die zur Früherkennung von Auffälligkeiten dienen. Entdecken wir eine Auffälligkeit, stellen wir keine Diagnose, sondern wir empfehlen den Besuch eines Augenarztes, einer Augenärztin. Bei Baldinger Optik führen wir Screening-Tests mit modernsten Geräten durch. Dazu hatte ich bereits 2017 ein Video gemacht. Augenvorsorge, Diabetes, Makula, Glaukom, grüner Star, Früherkennung. Ich habe dir das Video hier oben verlinkt. Schau es dir gerne an. Schon demnächst, voraussichtlich ab Juni 2025, werden wir unsere Augenvorsorgemöglichkeiten mit der allerneuesten Zeiss-Technologie nochmals massiv verbessern. Ich freue mich ganz besonders, da wir als einer der ersten Optiker in der Schweiz das allerneueste Gerät von Zeiss erhalten werden, wo wir auch Vorsorgeuntersuchungen als Screening-Test bei den Augen der Kunden durchführen können. Damit können wir Krankheiten wie Makuladegeneration noch früher und umfassender auf die Spur kommen und dokumentieren. Dabei ist uns die gute Zusammenarbeit mit Augenärzten und Augenärztinnen besonders wichtig. Mehr zu dem Gerät und diesen Screening-Tests gerne später in einem anderen Video. Genau aus diesem Grund mache ich als versierter Augenexperte diese Makula-Experte-Videoserie, weil es doch einfach nicht sein kann, dass wir über jeden Pups Bescheid wissen, aber über eine Krankheit, die Millionen betrifft und unser wichtigstes Sinnesorgan bedroht, so wenig geredet wird. Diese Zahlen sind sicher kein Grund zur Panik, aber sicher ein verdammt guter Grund zum Aufwachen. Deine kostbaren Augen sind keine Selbstverständlichkeit. Sie brauchen Aufmerksamkeit, Pflege und vor allem Wissen. In dieser Videoserie werde ich genau dieses wichtige Wissen liefern. Was ist Makuladegeneration? So erklärt, dass es jeder versteht. Was sind die heimtückischen Anzeichen? Wer ist besonders gefährdet? Welche Lügen musst du ignorieren? Was kannst du konkret zur Vorsorge tun? Es gibt zum Beispiel speziell wirksame Nahrungsergänzungsmittel,
die ich ganz besonders empfehlen kann. Wenn dich das interessiert, findest du auch weitere Informationen im Text unten in diesem Video. Was passiert bei der Diagnose? Warum versagen Standardbrillen? Welche Hightech-Lösungen wie von Zeiss gibt es wirklich? Dein persönlicher Schlachtplan. Wenn du jetzt sagst, Wahnsinn, das wusste ich ja gar nicht. Oder, ja, endlich redet mal jemand Klartext. Dann tu mir 3 Gefallen. Erstens, gib diesem Video einen Daumen hoch, um zu zeigen, dass dieses Thema wichtig ist. Zweitens, teile dieses Video mit allen, die dir wichtig sind. Schick es deiner Familie, deinen Freunden. Wir müssen dieses wichtige Wissen verbreiten. So können wir helfen, kostbares Augenlicht zu retten. Drittens, abonniere diesen Kanal jetzt und klick die Glocke. Nur so verpasst du keinen der wichtigen Infos, die dein kostbares Augenlicht schützen können. Was sind deine Gedanken und Erfahrungen dazu? Schreib es gerne hier unten in die Kommentare. Lass uns gemeinsam diesen Skandal beenden. Schluss mit der Ignoranz. Her mit dem Wissen. Im nächsten Video tauchen wir direkt ein. Was zum Teufel ist diese Makuladegeneration eigentlich? Ich erkläre es dir so einfach, dass es wirklich jeder versteht. Und warum sie eine tickende Zeitbombe in deinen kostbaren Augen sein kann. Bleib dran, es geht um dich, deine kostbaren Augen und dein kostbares Augenlicht. To see or not to see. Baldinger Optik, Qualität vor Augen.